Sundarban heißt übersetzt der schöne Wald. Er wächst auf einem Insellabyrinth in dem 130 Kilometer breiten Mündungsgebiet von mehreren großen Flüssen. Hier herrscht ein ständiger Wandel. Sand und Schlick werden angeschwemmt und wieder fortgespült. Stabilisiert wird der Lebensraum durch die Mangroven. Doch wenn die Mangroven nicht mehr genügend Schutz bieten, reißen Stürme alles fort. Alljährlich in den Zyklonzeiten im Mai, Juni und Oktober, November entwickeln tropische Stürme vernichtende Kräfte. Sie verwüsten Felder, zerstören Häuser und kosten Menschenleben. Die Mangroven sind diesem wechselhaften Brackwasser-Lebensraum perfekt angepasst. Sie bremsen die Naturgewalten und bilden so einen natürlichen Küstenschutz. Doch die Mangroven sind bedroht. Jedes Jahr geht mehr und mehr von dem wertvollen Ökosystem verloren und die Zyklone werden immer zerstörerischer. Bena Modal hat es erlebt. Als der Zyklon Ayla kam, brach der Damm und alles versank im Wasser. Alles ging unter. Wir verloren alles. Um den schützenden Mangrovenwald der Sundarban-Inseln zu erhalten, muss aufgeforstet werden. Die Aufforstung ist ein wichtiger Bestandteil des Hoffnungszeichen-Projekts, damit nicht schon der nächste Sturm die erreichten Fortschritte zunichte macht. Die neuen Mangroven werden in 3 Zonen angepflanzt. In der Zone direkt am Wasser werden Kalobani-Mangroven gepflanzt. Diese Mangroven halten mit ihren Wurzeln den Boden fest, sodass er nicht weggespült wird. Landeinwärts folgt die 2. Zone mit Kangra-Mangroven. Diese Mangroven sind sehr widerstandsfähig gegen Stürme. In der 3. Zone pflanzen wir die Garjan-Mangrove. Das ist die Frucht einer Garjan-Mangrove. Sie fällt herab, bohrt sich in den Boden und es wächst ein neuer Baum. Das Besondere an dieser Mangrovenart ist, dass sie neben der Hauptwurzel auch Stelzwurzeln hat, die aus dem Stamm, den Ästen und den bereits vorhandenen Stelzwurzeln herauswachsen. Wenn diese Wurzeln den Boden berühren, verzweigen sie sich weiter im Boden und geben dem Baum Halt. Vor allem Frauen machen die Arbeit. Nur wenn alle zusammenhelfen, ist es zu schaffen. Tausende junger Setzlinge werden herangezogen. Jede Mangrovenart hat unterschiedliche Eigenschaften. Hier in der 2. Pflanzungszone am Ufer des Suka-Flusses wurden neben Kangra-Mangroven auch andere Arten gepflanzt. Diese Sorte heißt Keora. Ihre säuerlichen Früchte sind essbar. Diese Sorte hier nennen wir Hargosh. Trotz ihrer Dornen wird die Pflanze von Rindern verbissen. Das macht ihr aber nichts. Die Setzlinge wachsen schnell. Schon bald werden sie helfen, die Küste vor Erosion und Stürmen zu schützen. We are trying to show example that it is possible to rehabilitate much of the mangrove, and if it is coming back. Mangroven schützen die Menschen und retten Leben. Außerdem speichern sie sehr viel CO2. Die Wiederaufforstung hilft hinsichtlich des Umwelt- und Naturschutzes und hat gleichzeitig ökonomischen und sozialen Nutzen. Für den nachhaltigen Erfolg braucht es eine soziale Kontrolle innerhalb der Dorfgemeinschaften, damit niemand mehr Mangroven schädigt. They try to explore livelihoods which can be developed from mangrove and associated crops without destroying the main tree. Die ganze Dorfgemeinschaft profitiert von der Aufforstung. Alle Bewohner haben Zeit und Mühe investiert und so wurde es allen ein gemeinsames Anliegen, dass die gepflanzten Bäume wachsen und nicht gleich wieder von irgendjemandem umgeschnitten werden, um Brennholz zu bekommen. Nicht nur Mangroven werden im Rahmen des Projektes angepflanzt, auch andere Nutzpflanzen. ম্যানগ্রোভ ছাড়াও আমরা এখানে এই যে নদীর পাড় আছে এই পাড়ে সোশ্যাল ফরেস্ট্রির জন্য আমরা Neben den Mangroven haben wir 20 weitere Baumarten auf beiden Seiten des Dammes gepflanzt. Darunter sind Bäume, die Nahrung liefern, etwa Obstbäume.
Andere Bäume liefern Brennholz, was den Druck auf die Mangroven verringert. Und es gibt Bäume, deren Blätter als Viehfutter verwendet werden. Andere Baumarten dienen zur Herstellung von Pestiziden, wie zum Beispiel Neem. Wenn man Nehmblätter in Wasser kocht und den Sud auf Pflanzen sprüht, hält das Schädlinge fern. So vergrößern wir einerseits die biologische Vielfalt, zweitens profitieren die Menschen in vielerlei Hinsicht. Und drittens werden die Dörfer geschützt. So dient der Küstenschutz auch gleichzeitig der Verbesserung der Ernährungssituation. এই গাছটার নাম বকফুল এই গাছটা এই ফুলটা এই গাছে এই ফুলটা হয় Dieser Baum heißt bei uns Bokful. Wir verwenden seine Blüte und seine Schoten als Gemüse. খাড়া হিসেবে বাড়ায় ওটাও সবজি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি Aus den zerkleinerten Blättern stellen wir eine Medizin gegen Husten und Erkältung her. রসগুলো বের করে ব্যবহার করতে পারি সর্দি কাশির জন্য Essbar sind auch die Blätter der Strandsode, die in der zweiten Pflanzungszone wächst. আমি এই গোবরদিয়া দ্বিতীয় স্তরে বসে আছি এই গেরিয়া শাক মাটিতে জন্ম হয়ে এই গেরিয়া শাক Jungpflanzen ergeben ein nahrhaftes Gericht. Ältere Pflanzen dienen als Futter für das Vieh. ছাগল গরু আটকানোর ফলে এই গেরিয়া শাক প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে গেছে এই গেরিয়া শাক আমরা রান্না করে খেতে পারি এবং গরু ছাগল সব খায় এবং এই গেরিয়া শাক Wenn das Wasser bei Flut bis hierher steigt, hinterlässt es beim Zurückgehen eine Menge Schwemmland. Mit dem Wasser werden auch die Samen von Mangroven angespült, die dann keimen. তার ফলে নানা রকম এই যে বানি গাছ কাঁকড়া গাছ সব বীজগুলো ভেসে ভেসে এসেও এখানটায় দানা পড়ে প্রচুর পরিমাণে গাছও ফুটে যায় পশ্চিমে যে নদীটি এই নদীটির নাম গোবরদিয়া নদী এই নদীটি প্লাবনে প্রায় Der Fluss hier heißt Gobodia. Er trat regelmäßig über die Ufer und es gab Dammbrüche, sodass wir unsere Häuser mitsamt dem Vieh verlassen mussten. আইলা হতে আমরা সবাই ঘর ছাড়া হই গরু বাছুর ছাগল গরু নিয়ে অন্যত্রে চলে যাই এইভাবে ভাঙনের সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই সার্ভিস সেন্টার Als Mitglieder der Bharat Mata Frauengruppe im Dorf Dakin Shipur arbeiten wir mit 2 anderen Gruppen zusammen, um Pflanzungen zu pflegen, zu schützen und zu überwachen. নার্সারি তৈরি করি এবং চারা গাছ নোনা জাতীয় চারা গাছ যেরকম গরান Wir stellen sicher, dass die neuen Setzlinge nicht von Rindern oder Ziegen abgefressen werden. এবং বীজও বপন করি 2008 সালে আমরা 3টে দল মিলে এই Wir haben Bäume gepflanzt und die schützen uns vor wiederkehrenden Überschwemmungen, Stürmen und Bodenerosion. Wir danken Hoffnungszeichen ganz herzlich für die Hilfe. 2760 ফুট